Gerhard Desli, Sie erkrankten im Jahre 2022 an Corona und lagen in der Folge 4 Monate in einem Koma. Können Sie schildern, wie der Krankheitsverlauf war? Ja, so kurz nach dem Silvesterabend, 1, 2, 3 Tage Maximum, wurde es mir einfach sehr schlecht und unerwartet, also von einem Tag auf den anderen. Und dann 2, 3 Tage war ich noch zu Hause. Ich dachte, ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Und dann verschlechterte sich die Situation. Und mein Sohn hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Und dort haben sie mich intubiert. Und dann war ich im Koma. Unerwartet, ich weiß nicht, was passiert ist. In dieser Komazeit erlitten Sie 2 Herzstillstände und hatten dabei jeweils eine Nahtoderfahrung. Was haben Sie da erlebt? Ja, also ich habe zweimal etwas Interessantes erlebt dort. Und beim ersten Mal ging ich aus dem Körper raus und habe meinen Körper so liegen gesehen. Und dann sah ich ungefähr so 10 Menschen da stehen auf einer Linie. Und sie waren alle gut modern gekleidet. Und man hat gesehen, dass die irgendwie wohlhabend sind. Also an der Kleidung, ich weiß nicht, es war wie ein Fest und so. Und dann die haben mich begrüßt, freundlich. Und dann habe ich aber diese Menschen wie überquert, bin durch diese gelaufen. Und da kam ich wieder an einer anderen Welt an. So, der Himmel war hellblau, goldig. Die Bäume waren violett. Und da kam ein Wesen aus dem Meer, 3 Meter groß, muskulös, mit goldigem Oberkörper. Und der untere Bereich war dann Fisch, wie ein Fisch. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was sehe ich da? Und ich habe das so real gesehen wie HD-Qualität. Also das ist nicht wie einem Traum. Weil ich habe schon, seit ich klein bin, Träume und dort ist ein Unterschied mit dem Bild. Also bei den Träumen ist es eher so ein bisschen verschwommen, aber das war ganz etwas anderes. Also ich habe es so gesehen, wie wir uns hier sehen. Und dann hat er mich so angeschaut und ich zu ihm und ich habe ihm mit den Gedanken gesagt, dass ich zurück zu meiner Familie möchte. Und dann ist er ins Wasser gegangen und dann habe ich das Wasser gehört. Und er ist zurückgegangen, das Wesen, oder? Aber das Eindrücklichste ist einfach diese Größe, das 3 Meter und das Gold und die Muskeln und so, das war sehr speziell. Hat dieses Wesen etwas gesagt? Er hat mich nur angeschaut, aber ich habe ihm mit den Gedanken gesagt, ich möchte zurück. Hat er eine Antwort gegeben? Er ist einfach zurück. Können Sie das Aussehen noch etwas besser beschreiben? Ja, wie war das Gesicht? Oder? Ja, das Gesicht war so zum Beispiel wie bei mir. So. Aber er hat einfach mehr Haare gehabt, so volleres Haar. Und einfach Oberteil goldig, muskulös und unten Fisch. Dann ist er ins Wasser. Da habe ich auch so Vögel gehört, zwitschern. Es war einfach ziemlich ruhig und neutral. Ich komme noch einmal zurück zu dieser Gruppe, die Sie da begrüßt haben. Ja. Haben Sie bei dieser Gruppe Personen gekannt? Ja, doch, eine Person kommt mir jetzt in den Sinn. Kenne ich hier auf der Erde und die hat mich auch begrüßt. Und im Nachhinein dann habe ich erfahren, dass sie zum gleichen Zeitpunkt auch im Koma war. Das wusste ich dort aber nicht. Das habe ich dann nachher erfahren. Und Sie haben gesagt, Sie seien modern gekleidet gewesen. Ja. Können Sie das noch etwas beschreiben? Ja, sie haben einfach so ein Weston, schöne Hosen, Hemd und die Damen waren mit Abendkleider und so. Also sie waren gepflegt. Also, sie haben mich auch freundlich begrüßt und ich habe das Gefühl bekommen, dass die mich beobachten, was ich jetzt mache. Weil für sie ist wahrscheinlich so gewesen, dass jetzt kommt wieder einer von der Erde oder hat so eine Erfahrung wie ich jetzt. Also die wissen dann, dass ich noch nicht tot bin, quasi, oder? Ja.
Also das ist eindeutig, weil sobald sie den Körper dann verlassen, wissen sie auch gewisse Dinge, wo sie hier vielleicht nicht wissen. Auch über andere Freunde hier auf der Erde. Was geschah bei Ihrer zweiten? Bei zweitem Herzstillstand war ich diesmal im Universum. Und da kamen aber 2 von diesen Wesen. Wieder 3 Meter groß und muskulös, goldig mit dem Körper. Und den Bereich wieder Fisch. Und dann habe ich so Planeten angeschaut, die waren näher, so ziemlich nahe. Und die waren nicht rund, sondern so eckig rund irgendwie. Und auch teilweise goldig. Und dann haben sie mich wieder so angeschaut und ich habe wieder dasselbe gesagt. Also ich möchte zurückgehen. Und dann habe ich wieder das Wasser gehört. Sie sind beide umgekehrt und die Vögel wieder gehört, also zwitschern. Und es war wieder so eher ruhig, also neutral und keine Hektik und nichts. Also. Haben Sie bei dieser zweiten Erfahrung auch andere Wesen gesehen, außer diese? Nein, dort habe ich nur diese 2 gesehen. Haben Sie noch weitere Erfahrungen erlebt in dieser Komazeit? Ja, als ich im Krankenhaus war, dann wollte ich oft mit den Pflegern sprechen. Und dann habe ich auch zu ihnen gesprochen, aber die haben mir keine Antwort gegeben. Und dann wurde mir klar, irgendwie sehen die mich gar nicht. Also, aber das war jeden Tag der Fall. Also, ich wollte immer etwas fragen, kannst du mich zum Beispiel zudecken, ich habe kalt oder so. Aber ich wusste irgendwie, mein Körper liegt hier, aber ich bin irgendwie nebendran. Aber ich realisiere nicht, dass ich eigentlich aus dem Körper bin. Das wurde mir erst nachher dann klar, oder? Und ich habe ständig mit den Pflegern gesprochen und sie hören mich nicht. Und ich dachte dann, mein Gott, wo bin ich hier? Was ist das für eine Welt, dass die mir keine Antwort geben? Und meine Frau hat dann im Nachhinein zu mir auch gesagt, du warst immer am Schlafen, du liegst dort, also du hättest gar nicht sprechen können mit ihnen. Also, und als ich dann mal verwachte, habe ich die genau gleichen Pfleger, die dort waren, auch gesehen. Also ich habe sie auch gesehen, obwohl ich schlafe. Also Sie waren in einem außerkörperlichen Zustand? Genau, ja. Also ständig, es war eigentlich sehr oft der Fall. Sind Sie in diesem Zustand auch an andere Orte gegangen? Ja, ich war zum Beispiel in Bodrum in der Türkei. Das ist ein Ferienort dort. Bin ich in einem Hotel rumgelaufen, habe die Bühne so angeschaut, das Meer angeschaut. Dann habe ich den Esssaal angeschaut. Dann habe ich gesehen, dass die so braune Fenster haben, braune Fensterrahmen. Und habe alles so gesehen, oder? Und dann eines Tages, nach einem Jahr später, gingen wir dann dort in die Ferien. Und dann haben wir mit der Familie so am Abend gegessen. Und dann habe ich mich so rumgeschaut und habe zu der Frau gesagt, das ist das Hotel, wo ich gesehen habe im Koma. 1:1, also dann wurde mir ein bisschen komisch, weil das so irgendwie mysteriös ist, also für mich. Also es war mysteriös, weil die braunen Fenster, die sind auch genau gleich gewesen. Mhm. Die Bühne war genau dort, wo ich auch im Koma gesehen habe. Aber das Hotel haben Sie vorher nicht gekannt? Nein, das habe ich nicht gekannt. Das hat mein Sohn für uns organisiert. Und wir gingen dann dorthin und das war schon recht spannend. Und meine Frau hat mir dann am Morgen nach dem Frühstück dort in den Ferien gesagt, komm, wir gehen hier da vorne an die Sonne, so ein bisschen da, bleiben wir da. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann habe ich so gerade ausgeschaut und habe die Statue gesehen da mit einer Meeresjungfrau, auch 3 Meter. Der Unterschied war, dass, wo im Koma war, das waren Männer
Hier war es eine Meerjungfrau. Und die Farben waren identisch genau wie das, was ich im Universum gesehen habe. Und dann habe ich dann gedacht, jetzt wird es langsam zu viel. Ja, weil das ist schon heftig irgendwie. Also es ist spannend. Also ich habe einerseits alles sehr, sehr spannend gefunden. Aber andererseits wünsche ich niemandem so eine Erfahrung, wie ich jetzt gehabt habe. Es war doch auch sehr schwierig. Und ich habe dort einfach ständig an meine Familie gedacht. Also ich wollte zurück, weil die Bilder, das, was ich alles gesehen habe, ist schon speziell und schön. Aber wenn man so eine Bindung zu Personen hier hat und nicht loslassen kann, dann wird es ein bisschen schwierig. Es gibt auch Menschen, die Astralreisen bewusst machen, die ich kenne. Aber die sind zum Beispiel alleine, die haben keine Familie und so. Und die sagen mir immer, es ist wunderschön. Aber das ist, wenn sie Familie haben und irgendwie mit ihnen noch zusammenbleiben möchten, dann ist das nicht so einfach loszulassen. Ja. Obwohl es dort auch schön sein kann. Haben Sie für sich eine Erklärung, warum Sie in diesem Koma diese Gestalten gesehen haben und dann in dem Ferienort wieder eine gleichartige Figur? Ja, das ist eben das, was ich heute noch überlege, warum das so sein könnte, weil ich habe es nicht herausgefunden, warum, dass ich genau diese Gestalten sehe. Das ist ein bisschen sehr interessant gewesen. Ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie während dieser Komazeit auch noch an weitere Orte gereist sind. Ja, ich war zum Beispiel bei meinem Neffen in seinem Geschäft. Er arbeitet als Logistiker. Und dann habe ich ihn auch so begrüßt. Hallo, wie geht's dir und so, was machst du? Und der hat mir auch keine Antwort gegeben. Und dann wurde ich auch ein bisschen wahnsinnig mit der Zeit, weil die Menschen keine Antwort geben. Und dann ist er von einem Ort zum anderen Ort mit einem Paket und wieder gekommen und so. Und ich habe ständig immer gesagt, hallo, wie geht's dir? Und dann habe ich die Wände so angeschaut dort und die waren gelb, so Backsteinwände mit gelber Farbe überstrichen, übermalen. Und nachher habe ich ihn dann gefragt, ist bei deinem Geschäft, sind die Wände gelb und sind die Wände aus Backstein? Hat er mir ja gesagt. Also das war für mich dann auch irgendwie Beweis, dass ich dort war. Ich war auch zu Hause hier rumgelaufen, habe meine Frau gesehen und meine Kinder und wollte reden und die haben mir keine Antwort gegeben. Und das ist einfach schon irgendwie speziell. War das fast etwas albtraumhaft, dass Sie zu ihnen gesprochen haben und niemand gab Ihnen Antwort? Ja, das war ganz schlimm. Mhm. Also ich wusste ja dann nicht, dass ich aus dem Körper bin. Ich weiß es erst jetzt nachher, wusste ich das, weil ich mich eben im Bett liegen gesehen habe. Mhm. Oder ich schwebte einfach so in der Luft. So. Ich bin nicht immer gelaufen, sondern war in der Luft und habe vieles von oben gesehen. So. Haben Sie sich selber in diesem Zustand auch betrachtet an sich oder ist Ihnen nichts aufgefallen an sich selber? Nein, ich habe nie gedacht, dass ich so aus dem Körper bin. Ich habe es schon gesehen, aber trotzdem nicht geglaubt oder nicht gedacht so. Weil man erwartet ja nicht sowas. Ich habe das nicht gedacht, dass ich jetzt aus dem Körper bin. Also ich habe auch so Dinge gesehen, die in die Zukunft, dass ich meine Nichte am Bett gesehen habe. Also ich war am Bett und sie stand neben mir wie ein Licht. Normal ist sie ungefähr 1,60 groß, aber dort war sie 2 Meter. Und hat strahlend blonde Haare gehabt. Also sie hat auch hier blonde, aber dort war es anders mit dem Licht. Sie war so mit Licht irgendwie umkreist. So irgendwie.
und hat oben ein blaues Kleid gehabt und unten war sie weiß. Eine Krankenschwester, oder? Da habe ich gesagt, hast du hier einen neuen Job? Dann hat sie mir ja gesagt und hat mich behandelt. Mhm. Und dann dachte ich, du hast ja den Job eigentlich, du arbeitest ja nicht als Krankenschwester. Aber heute, nach 2 Jahren, hat sie einen neuen Job in einem Kinderkrankenhaus bekommen, mit oben blau und unten weiße Hose. Also genau dasselbe. Herr Attesli, hatten Sie noch eine weitere Erfahrung? Also im Krankenhaus, als ich im Koma war, dann ist eine Dame zu mir gekommen, ans Bett, und sie war blond mit blauen Augen. Und dann hat sie mir ausdrücklich ihren Namen gesagt, aber ich habe diesen Namen vergessen. Und dann sagt sie zu mir, wir werden dir helfen. Und dann hat sie so Behandlungen bei mir gemacht, wo man nicht im Krankenhaus macht. Das ist so energetisch gewesen. Sie hat einfach an meinen Beinen irgendetwas gemacht. Ich habe mir gedacht, was macht sie da? Und sie hat einfach gesagt, mach dir keine Sorgen, wir werden dir helfen. Und jetzt weiß ich, dass man mir auch energetisch geholfen hat. Zu dieser Frau, die zu Ihnen ans Bett kam, wie ist Ihnen an dieser Person etwas Spezielles aufgefallen? Mir ist einfach aufgefallen, dass sie sehr ernst sind. Und die haben so wie das entscheiden müssen, dass sie mir helfen. Das ist so entschieden worden. Und das sagt ihnen dort niemand, sondern sie wissen es einfach. Mhm. Wir haben quasi entschieden, wir werden dir helfen. Und das sind so Wesen, die zum Beispiel keinen Spaß machen und so. Und die sind einfach so, wie sagt man dem, so ernst. Einfach, wir werden helfen, dann helfen sie. Wie erlebten Sie das Aufwachen aus dieser Komazeit? Beim ersten Mal aufwachen habe ich meine Frau und meinen Schwager gesehen, meinen Sohn noch. Und zuerst dachte ich, das ist jetzt wieder eine außerkörperliche Situation. Ich habe dann meinem Schwager gesagt, ist das jetzt echt, was ich da sehe? Dann sagt er mir ja, weil ich konnte es nicht mehr unterscheiden, weil die außerkörperliche Erfahrung ist eben, wie gesagt vorher, so wie wir uns jetzt sehen. Also es ist nicht wie in einem Traum, weil viele denken, ja, der hat das geträumt und so, aber war eben nicht so. Wie erlebten Sie die Genesungszeit? Das war sehr streng. Ich war in einer Reha-Klinik und dort musste ich jeden Tag ein bisschen trainieren. Am Anfang war es sehr, sehr streng. Mit der Zeit wurde es dann immer besser und die ersten 2 Wochen sehr schwer, aber jeden Tag musste ich Fitness machen. Sie haben mich sehr gut unterstützt dort. Und das dauerte auch 3 Monate, bis ich dann einigermaßen laufen konnte, weil ich konnte nichts mehr, gar nichts laufen. Mich nicht waschen und nichts, gar nichts. Und das ging auch 3 Monate. Mhm. Und es wird immer besser, weil ich mich sehr oft bewege und so, dann kommt das wieder besser. Was für eine Auswirkung hatte diese Erfahrung auf Ihr Leben? Ja, also ich habe einfach gesehen, dass das Leben nachher weitergeht. Und man sollte einfach immer irgendwie keinen Menschen werten und immer für sich schauen und immer so gut wie möglich leben. Also so gut wie möglich meine ich einfach ehrlich leben, weil es kommt einfach dort mit Sicherheit alles zurück. Also man kann nicht einfach machen, was man will und es passiert nichts. Also es wird am Schluss wie eine Abrechnung geben, das ist eindeutig dort. Ich habe jemanden gesehen, der hier einem anderen Kollegen eine Faust gegeben hat und dieser hat dann hier ein blaues Auge bekommen. Aber dieser Mann ist jetzt gestorben, der andere, der die Faust gegeben hat.
Und er hat dasselbe dort auch bekommen. Also er hat genau dasselbe, was er angetan hat, dort auch bekommen, zurückbekommen. Also es ist auch so eine Mitteilung gekommen, also alles, was wir hier nicht gut machen oder gut machen, kommt dort wieder zurück. Darum empfehle ich allen, so gut wie möglich ehrlich zu sein und einfach ein guter Mensch zu sein, also so gut es geht. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie während Ihrer Jugendzeit so besondere Träume hatten oder Wahrträume. Also mit 9 Jahren hat das begonnen. Dann habe ich einen Tag, bevor ich ins Bett bin, also einen Tag vorher, vor dem Geburtstag, habe ich geträumt von einer Schallplatte von Elvis Presley. Ich hatte eben sehr viel Elvis Presley Musik gehört, früher, habe die Musik geliebt. Und dann habe ich geträumt, dass ich so eine Schallplatte in der Hand habe, wo das Foto drauf ist von Elvis Presley und er war goldig gekleidet. Und dann habe ich die Schallplatte so geöffnet und die war gelb, die Platte. Und dann an meinem Geburtstag haben wir Besuch bekommen und dann hat jemand mir eine Platte geschenkt. Dann habe ich sie so geöffnet, habe gesehen, Elvis Presley mit goldigem Anzug. Mhm. Und dann habe ich sofort die Platte schnell rausgezogen, weil ich dachte, es kann ja jetzt nicht sein, dass die auch noch gelb ist. Und dann war sie gelb. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ich habe so viel erlebt schon. Darum weiß ich auch, dass Träume auch die Zukunft sagen können. Ja. Also dann haben Sie solche Wahrträume gehabt, als Sie noch ein Kind waren? Ja, habe ich schon. Ja. Mhm. Ja, ich hatte mal geträumt, dass ein Flugzeug in ein Hochhaus reinfliegt. Und dann ist das ungefähr nach 2 Jahren später genau dasselbe passiert in Amerika, wo das Flugzeug in das World Center reingeflogen ist. Also das war dann auch sehr interessant dort, also, dass ich das schon vorher gesagt habe. Mhm. Also ich habe noch mehrere andere Träume. Oder jemanden, den ich zum Beispiel 2 Jahre nicht gesehen habe, den träume ich und am nächsten Tag ruft er mich an. Ganz viele Dinge. Also auch bevor ich meine Frau geheiratet habe, habe ich von ihr geträumt und sie hat von mir geträumt. Also das sind jetzt nur 3 Beispiele, aber es sind so viele noch. Ganz viele Beispiele. Dann kann man sagen, dass da eine bestimmte Fügung in manchen Dingen da bin ich mir ganz sicher. Ja. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, hat diese Corona-Krankheit Ihnen etwas gebracht? Nein, also ich habe jetzt einfach eine Erfahrung außerkörperlich gemacht, das war interessant. Aber schlussendlich bin ich gesundheitlich jetzt ein bisschen angeschlagen. Also es hat mir auf dem spirituellen Weg noch ein bisschen mehr gegeben. Also ich bin noch feinfühliger geworden als vorher. Das auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, ich spüre mehr, so. Aber so vom Gesundheitlichen dann halt wieder nicht, oder? Herr Desli, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, vielen Dank.